Hallo, da bin ich wieder. Eieieiei. Ich habe Post aus München bezüglich der Maskottchensache bekommen und ich sag mal so, wir sollten ganz dringend reden. Ich will nicht spoilern, aber die Maskottchensache, die wird teurer als gedacht. Wenn ihr also Bock habt, mich mit ein paar Sekunden Aufmerksamkeit zu unterstützen, dann bleibt dran, denn jetzt kommt was richtig Nützliches, nämlich Wieso mein Büro. Denn wenn man sich selbstständig macht, dann merkt man ziemlich schnell, wie viel Zeit eigentlich für diesen ganzen Papier- und Zahlenkram drauf geht. Angebote, Rechnungen schreiben, Belege sammeln, Zahlungen überprüfen, das alles frisst richtig Zeit und Nerven und deswegen mache ich es mir einfach und ich nutze Wieso mein Büro Rechnungen. Das ist eine Bürosoftware, mit der du all deine Angelegenheiten abdeckst. Angebote und Rechnungen erstellen, Belege digital erfassen und deine Buchhaltung vorbereiten. Was ich besonders praktisch finde, ist, dass ich einfach mein Online-Banking mit Wieso mein Büro verbunden habe und so wird automatisch getrackt, welche Rechnung schon bezahlt wurde und wo vielleicht noch die ein oder andere Erinnerung nötig wird. Wenn es um das eigene Geld geht, dann ist Datensicherheit natürlich immens wichtig und im Vergleich zu anderen Anbietern läuft Wieso mein Büro über eigene Rechenzentren in Deutschland. Sie erfüllen natürlich alle DSGVO-Vorgaben, haben eine geprüfte IT-Sicherheit und ein von der BaFin lizenziertes Banking. Das gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn es um das eigene Unternehmen geht. Für mich als Nutzer ist es auch total entspannt, denn alles funktioniert intuitiv. Egal ob im Browser oder über die eigene App. Unterm Strich spart mir das im Alltag spürbar Zeit und es sorgt dafür, dass ich einfach organisiert arbeite und mich nicht in irgendwelchen 13 verschiedenen Tools verliere. Wenn du selbstständig bist oder ein kleines Business nebenbei hast und deine Büroarbeiten endlich mal sauber und stressfrei erledigen möchtest und nicht in irgendwelchen Belegen ertrinken möchtest, dann check gerne Wieso mein Büro Rechnungen ab. Der Link dazu natürlich in der Infobox oder scan einfach hier den QR-Code. Mir wurde ein Strafbefehl zugeschickt und erstmal zur Einordnung, was ist denn überhaupt ein Strafbefehl? Normalerweise kennen wir es ja so, vor Gericht sitzt man dann vor Barbara Salisch und jeder kann noch mal seinen Senf dazugeben. Aber man muss ehrlich sein, es gäbe dann jedes Jahr Millionen Gerichtsverfahren und die Gerichtsgebäude würden aus allen Nähten platzen. Und um sich das zu ersparen und den Anwälten, Staatsanwälten, Richtern ein bisschen Last abzunehmen, gibt es die bürokratisch einfache Variante, den Strafbefehl. In meinem Fall hat die Staatsanwaltschaft München ein Verfahren gegen mich eingeleitet und die Polizei dazu beauftragt, alle Beweise für und gegen mich zusammenzusammeln. Die werden dann wieder an die Staatsanwaltschaft übergeben und die sprechen dann ihre Forderung aus, welche Strafe sie für mich als gerechtfertigt achten. Das Ganze landet dann vor Gericht, ein Richter schaut kurz drüber, unterschreibt das Ganze und das war's. Keine Anwälte, keine Zuschauer und keine öffentliche Gerichtsverhandlung. Die Hoffnung dahinter, der Strafbefehl wird dem Betroffenen einfach zugestellt, er bezahlt oder geht ins Kittchen. Fall erledigt. Was steht denn in meinem Strafbefehl drin? Im Grunde genommen ist dort erstmal der Sachverhalt aufgelistet, der mir zur Last gelegt wird. Und zwar, dass ich mich am 14.06.2024 als EM-Maskottchen verkleidet ins Stadion geschlichen habe. Außerdem, dass wir mit unserem kleinen Mannschaftsbus ins Stadion gefahren sind und an der Parkhauseinfahrt unsere aus Papier und Sekundenkleber zusammengeklebten Arbeitsausweise vorgelegt haben und dass uns tatsächlich auch Einlass gewährt wurde. Dass diese Mitarbeiterausweise allerdings nur entstehen konnten, weil die UEFA und ihre Subunternehmer damit schludrig umgegangen sind und jeder Hans und Franz diese Arbeitsausweise inklusive QR-Code, persönlichen Daten und Foto auf Instagram selbst tagelang vor dem Eröffnungsspiel hochgeladen haben, das wird hier leider in keiner Silbe erwähnt. Was außerdem leider auch nicht erwähnt wurde, ist, dass wir aufgedeckt haben, dass die Subunternehmer der UEFA ihre Mitarbeiter ausgebeutet und vergrault haben, was dann zur Folge hatte, dass kurz vor dem Eröffnungsspiel nochmal unindividualisierte Mitarbeiterausweise ausgestellt wurden. Die letzten 4 Tage hat es nur geregnet, heißt der Teppich ist 3-mal so schwer und kaum mehr zu falten. Deshalb sind auch mittlerweile schon ca. 15 Leute nicht mehr zur Arbeit gekommen. Aber es wurde für Ersatz gesorgt. Wir haben 15 neue Kollegen bekommen und diese haben aber irgendwie einen komplett anderen Ausweis bekommen als wir. Da fehlt zum Beispiel der Name und das Bild. Was leider auch mit keiner Silbe erwähnt wurde, ist, dass wir dadurch eine Debatte anstoßen konnten, da die Sicherheit von 60.000 Menschen vor Ort im Stadion einfach an unerfahrenen und unterbezahlten Minijobbern hing, während die UEFA Milliarden verdient. Schade. Auf der zweiten Seite des Strafbefehls findet sich dann auch zum ersten und einzigen Mal auch ein Halbsatz zu meinen Gunsten und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da steht nämlich, am 16.06.2024 veröffentlichten sie auf der Videoplattform YouTube ein Video mit dem Titel Undercover als Fake-Maskottchen beim EM-Eröffnungsspiel, in dem sie die Vorbereitung und Durchführung des unter Ziffer 1 beschriebenen Tatablaufs videografisch aufbereiteten und, Obacht, auf bestehende Lücken im Sicherheitskonzept der UEFA hinwiesen. Immerhin.
aber im darauffolgenden Satz, da wird es direkt wieder heikel. Das Video enthielt Produktplatzierungen eines Sponsors, dessen Angebot von ihnen im Verlaufe des Videos durch einen Einspieler beworben wurde. Das Video erzielte bis einschließlich 8. Oktober 2025 3,1 Millionen Aufrufe. Am 20.06. veröffentlichten sie auf der Videoplattform YouTube ein Video mit dem Titel Die Folgen meines Maskottchen-Videos, in dem sie auf das gegen sie laufende Ermittlungsverfahren eingingen. Dieses Video erzielte bis einschließlich 8. Oktober 2025 2,3 Millionen Aufrufe. Durch die Veröffentlichung der Videos erzielten sie durch Werbeeinnahmen und Ausschüttungen durch YouTube einen Betrag von mindestens 5.400 €. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich genauso wie ich, warum ist es denn überhaupt wichtig, wie viel Geld ich mit diesen beiden Videos verdient haben soll? Dafür springen wir mal vor auf Seite 4, nämlich zum Urteil. Und dort steht, gemäß § 73 Absatz 1 StGB wird die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 5.400 € gegen sie angeordnet. Das bedeutet im Klartext, ein Teil der Strafe besteht darin, dass ich die 5.400 €, die ich laut der Staatsanwaltschaft mit den beiden Videos verdient haben soll, dass ich die jetzt an den Staat abdrücken muss. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, als ich das erste Mal gelesen habe, da habe ich schon echt blöd aus der Wäsche geguckt, weil sowas kenne ich eigentlich nur von Drogendelikten. Stellen wir uns mal vor, es wird ein Kokssticker mit Geld und Ware erwischt und dann wird ihm natürlich beides abgenommen, weil man davon ausgehen muss, dass das Geld aus dem Drogenhandel stammt. Dadurch möchte man natürlich verhindern, dass sich der Täter am Drogenhandel bereichert, aber dass so etwas jetzt auf meinen Fall angewendet wird, da muss ich sagen, das finde ich, und das kann ich natürlich nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, weil ich der Beschuldigte bin, äußerst fragwürdig. Und ja, ich kann eure Kommentare auch schon hören. Ja, Journalisten dürfen auch keine Straftaten begehen. Beispiel, wenn ein Reporter des Spiegels in einen abgesperrten Tagebau eindringt, um dort eine Protestbesetzung zu dokumentieren, ist das auf dem Papier Hausfriedensbruch. Oder wenn jemand von Team Wallraff sich in Unternehmen wie der Altenpflege, der Psychiatrie oder Fastfoodketten einschleust, um dort Missstände aufzudecken, dann begeht derjenige bei der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages im Zweifel Urkundenfälschung und Hausfriedensbruch, weil man nur unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang hinter die Kulissen bekommen hat. Das würde also bedeuten, man müsste auch dort auswerten, wie viel der Spiegel und RTL an Werbeeinnahmen damit verdient haben, und der Staat müsste ihnen das dann im Zweifel wegnehmen. Das ist meines Wissens nach aber noch nie passiert. Und ja, ich weiß, dieser Vergleich hört sich vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen arrogant an, weil ich im Vergleich zum Spiegel oder RTL nur ein kleiner YouTube-Pups bin. Aber meine Arbeit, die ist im Kern ja irgendwo die gleiche. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal weiterspinnt, frage ich mich natürlich auch, was ist das für ein Statement an die Öffentlichkeit? Müsste dann jeder Journalist, der investigativ arbeitet oder irgendwelche Dinge aufdeckt, Angst haben, dass ihm die Arbeitsgrundlage entzogen wird? Denn dann traut sich irgendwann niemand mehr, Dinge aufzudecken oder Dinge zu kritisieren. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich versuche so viel wie möglich mitzudiskutieren. Springen wir also zurück auf Seite 2, denn wir müssen ja jetzt erstmal klären, was mir überhaupt vorgeworfen wird. Und ich zitiere: Sie werden daher beschuldigt, durch dieselbe Handlung zur Täuschung im Rechtsverkehr 6 unechte Urkunden hergestellt und gebraucht zu haben und durch dieselbe Handlung den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschlichen zu haben, das Entgelt nicht zu entrichten. Strafbar als Urkundenfälschung in 6 tateinheitlichen Fällen, in Tateinheit mit Erschleichen von Leistungen gemäß Paragraph so und so. Das bedeutet also, mir wird auf gut Deutsch vorgeworfen, dass ich 6 Mitarbeiterausweise gefälscht hätte und ich sei ins Stadion gegangen, um das Spiel dort zu genießen, hätte dafür aber nicht bezahlt. Und ich frage euch mal ganz ehrlich, sieht das so aus, als hätte ich dieses Spiel genossen? Mario, können wir kurz ein Foto für Social Media machen? Nein, also jetzt mal ehrlich, welche Leistung soll denn hier überhaupt erschlichen worden sein? Ganz ehrlich, durch das Kostüm habe ich nichts vom Spiel mitbekommen, ich habe todesgeschwitzt und ich habe mich auch viel mehr auf meine Bären-Tanzmoves konzentriert. Oder juristisch korrekt ausgedrückt, dieses Erlebnis ist nicht nur einmalig, sondern kann gar nicht gegen Entgelt erworben werden. Niemand kann sich für Geld einen Auftritt als Maskottchen im EM-Spiel kaufen. Normalerweise erhält nämlich umgekehrt jemand ein Entgelt dafür, als Maskottchen aufzutreten. Und wenn etwas gar nicht gegen Entgelt angeboten wird, kann es keine Leistung im Sinne von Paragraph 265a StGB sein. Und wenn selbst ein renommiertes Rechtsmagazin das so auslegt, dann muss ich ja zum Schluss kommen und die Frage stellen, liebe UEFA, wo kann ich denn meine Rechnung für meinen Auftritt noch hinschicken? Geht das jetzt noch ein Jahr später? Kommen wir also mal zum Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft München sieht es als gerechtfertigt an, gegen mich eine Geldstrafe zu verhängen, und zwar in Höhe von 70 Tagessätzen. Dabei wird der Tagessatz auf 250 € festgesetzt. Das bedeutet, die Geldstrafe beträgt also 17.500 €.
Dazu kommen dann allerdings noch die 5.400 €, die ich vorhin erwähnt habe, für die Werbeeinnahmen, die ich mutmaßlich mit den 2 Videos verdient habe. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 22.900 €, die ich jetzt an den Staat zahlen soll. Gerade bei diesem Fall sollte man alle Umstände in Betracht ziehen und ich finde, dass meine Sicht der Dinge, die wir mehrfach anwaltlich vorgetragen haben, dass die bei der Urteilsbegründung überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das ist auch der Grund, warum wir Einspruch eingelegt haben. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Wer spielt hier ein falsches Spiel? Denn meine These wird auch dahingehend gestützt, dass ich schon von Anfang an das Gefühl habe, dass die Staatsanwaltschaft hier nicht mit fairen Mitteln spielt. Aber wie komme ich denn überhaupt auf die These? Ganz einfach, mein Strafverteidiger ist von Anfang an mit diesem Fall betraut. Es gab also mehrere Telefonate, etliche Mails und man war im Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Und normalerweise ist es üblich, dass bevor so ein schriftliches Urteil ausgestellt wird, dass auch nochmal die Sicht des Beschuldigten gehört wird. Und das ist hier in diesem Fall leider nicht passiert. Als wir diesen Strafbefehl zugeschickt bekommen haben, sind mein Anwalt und ich ehrlicherweise aus allen Wolken gefallen, denn es wurde uns nicht mitgeteilt, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Und als mir dann dieser Strafbefehl im Oktober 2025 zugestellt wurde, habe ich es wie die 1,5 Jahre davor gemacht. Ich habe den Ball erstmal flach gehalten. Denn ehrlicherweise war das auch unsere Verteidigungsstrategie. Den Fall nicht weiter hochkochen lassen, den Ball flach halten und dann vielleicht eine außergerichtliche Einigung finden. Kommen wir zum letzten Kapitel, bild dir deine Meinung. Denn kurz nachdem mir der Strafbefehl zugeschickt wurde, hat bei meinem Anwalt auch schon das Telefon geklingelt und die Bild-Zeitung war am Apparat. Und die haben gesagt, dass sie am selben Tag noch einen Artikel darüber veröffentlichen möchten und ob wir uns nicht dazu äußern wollen. Und in dem Moment bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, denn irgendjemand muss ja Informationen an die Presse weitergegeben haben. Denn woher soll die Bild-Zeitung denn sonst wissen, dass überhaupt ein Strafbefehl ausgestellt wurde? Woher soll die Bild-Zeitung wissen, wer meine Strafverteidigerin ist und auch noch ihre Telefonnummer haben? Denn bislang habe ich in meinen Videos ja immer nur von einem Anwalt gesprochen und nicht davon, dass ich eine Anwältin habe. Irgendwie alles sehr, sehr komisch. Als der Bild-Zeitungsartikel dann online ging, habe ich auch weiter gestaunt, denn dort waren erstmal direkt Statements von der Staatsanwaltschaft und einem Gerichtssprecher drin. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es normalerweise Tage oder sogar Wochen lang dauert, bis man ein offizielles Statement von solchen Stellen bekommt. Irgendwie ging das alles hier ziemlich verdächtig schnell. Ein paar Wochen später gingen dann auch schon die nächsten Artikel online. Dieses Mal im Stern und in der Welt. Und auch dieses Mal habe ich natürlich reingeschaut und wieder nicht schlecht gestaunt, dass die Staatsanwaltschaft wieder ein Zitat zum Besten gegeben hat und sich frohlockend zu diesem Fall geäußert hat. Und für uns bedeutet es wird mal wieder Zeit für ein Quiz. Was denkt ihr denn, wer hat die Informationen an die Presse weitergegeben? A, die UEFA, B, die Staatsanwaltschaft, C, das Amtsgericht oder D, ich selber, weil ich einfach gnadenlos doof bin? Die Antwort, die werden wir wohl nie erfahren. Aber was denkt ihr denn? Wer könnte der Täter gewesen sein? Und was denkt ihr generell zu der Geldstrafe von 22.900 €? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich kann auch verstehen, dass es andere Meinungen als meine gibt. Lasst uns da gerne mal diskutieren. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal da, damit ich zumindest einen Teil der Geldstrafe wieder einspiele. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Das ist die Endcard. Hier an der Stelle nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wir suchen immer noch Unterstützung für unser Team in Berlin, am besten festangestellt. Und wir suchen dieses Mal Special-Leute, die Motion Design können, so krasse Animationen, damit unser Content noch schöner wird. Wenn ihr das drauf habt, dann bewerbt euch gerne, der Link dazu in der Infobox oder schreibt uns eine E-Mail.